Weil es bei euch so gut angekommen ist, das Geschehen während dem Flug live zu kommentieren, habe ich mich entschieden, das nochmal bei einem weiteren Video zu machen. Hier zwar nicht während dem Fliegen, sondern nur im Nachhinein per Voiceover. Und zwar sehen wir hier den Il-Goblin Puma in einer normalen 12S-Konfiguration, also nicht speziell leicht gebaut. Diesmal im High-RPM-Setup geflogen. Die Hauptrotordrehzahl beträgt 2200 Umdrehungen. Und ich fliege den Hubschrauber mit den Komponenten, die unten in der Videobeschreibung verlinkt sind. Unter anderem habe ich zu dem Zeitpunkt relativ neu die Radiomaster TX15 in Verwendung, die ergonomisch doch nochmal ganz anders ist und etwas gewöhnungsbedürftig im Vergleich zur TX16. Und der Hubschrauber ist im Allgemeinen mit einem Radiomaster Nexus ausgestattet. Grundsätzlich gibt es über den Goblin Puma zu wissen, dass man mit ganz normalen Komponenten und auch tatsächlich großen 12S-Akkus mit über 5000 mAh Kapazität durchaus unter 5 Kilogramm Abfluggewicht erreichen kann, was für einen großen Motor und einen normal großen Regler in der Leistungsklasse ein verdammt gutes Ergebnis ist. Das Abfluggewicht ist dabei so leicht, dass ich es als gewöhnungsbedürftig empfunden habe. Deshalb habe ich nach wenigen Flügen sogar etwas Expo auf Pitch eingestellt, um die Pitchmitte zu entschärfen. Dabei habe ich hier sogar nur 700 mm Rotorblätter installiert und keine 715er, die die Kreisflächenbelastung noch einmal reduzieren würden. Generell fällt bei dem Flug auf, dass der Hubschrauber extrem schnell und mühelos auf Pitch beschleunigt und auch das merkt man beim Fliegen die ganze Zeit ganz deutlich, dass die Pitchachse sehr fein reagiert. Ich möchte mich nicht ganz aus der Verantwortung reden, aber man sieht beim Fliegen definitiv einfache Unsauberheiten aufgrund des leichten Gewichtes, woran man sich erstmal gewöhnen muss. Im Wettbewerb könnte das schon etwas unvorteilhaft ausfallen, wo sich der Sweet Spot eigentlich eher bei 5,3 bis 5,4 Kilo eingependelt hat. Wenn man sich aber an das leichte Gewicht gewöhnt hat, dann hat man hier definitiv einen der leistungsfähigsten 700er Hubschrauber am Markt. Hier in der sternförmigen Rainbow-Figur, finde ich, sieht man sehr schön, wie mühelos der Hubschrauber auf Pitch startet und stoppt, ohne zu wackeln. Bei dieser seitlichen Sägezahnfigur sieht man gut, wie digital der Puma auf der Rollachse einrastet und wie mühelos er durch die Figur hindurch beschleunigt. Der Hubschrauber hat mechanisch keine Option auf einen doppelten Freilauf, das ist bauartbedingt nicht möglich und er hat auch keine großen Wellen wie der Il-Goblin Pro oder Il-Goblin Raw, sondern das, was wir üblicherweise von einem 700er Hubschrauber kennen. Mir persönlich reicht das aus und ich habe die Grenzen davon noch nicht erreichen können. Gegen Ende des Akkus fliege ich hier nochmal eine klassische seitliche TikTok-Figur, bei der man gut erkennen kann, ob der Heckrotor sauber eingestellt ist und wie der Hubschrauber mit Lastwechseln klarkommt. Durch die hohe Drehzahl und die gewählte Getriebeübersetzung läuft der Regler gegen Ende schon öfter gegen 100% Pulsweite, sprich Maximalgas, und deswegen ist die Drehzahl schon ab und zu am Einbrechen. Bei diesem Flugstil sind im Übrigen etwas über 4 Minuten Flugzeit zu erreichen, was für das leichte Abfluggewicht spricht, da fürs Starten und Stoppen nicht mehr so viel Energie benötigt wird. Beim Ausschalten vor dem Absetzen kann man noch einmal schön sehen, wie sauber die Drehzahl runterläuft, ohne dass der Hubschrauber in ein Schwingen gerät. Das war es für das erste mit dem Il-Goblin Puma, zumindest für die elektrische Variante.